Wir schreiben das Jahr 2002. Hamburg hatte ein Miniaturwunderland bekommen. Fahrende Autos, fahrende Züge. Was liegt nahe? Es braucht Schiffe. Moin Moin zur neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Wir stehen hier in Skandinavien, obwohl wir eigentlich gerade Italien-Endspurt haben. Hat einen einfachen Grund, denn was kommt nach Italien? Die Schiffssteuerung. Das ist erstmal der Moment, wo ich eigentlich euch endlich mal Daniel vorstellen möchte. Hallo? Ich bin hier im Wunderland, um den Gerrit zu unterstützen in der Entwicklungsarbeit. Und die Schiffssteuerung ist halt ein gigantisches Projekt gewesen, das uns schon jahrelang begleitet, wie ein treuer Verwandter. Und das war jetzt ein Zeitpunkt, zu dem sich Gerrits Fokus mehr und mehr auf die Formel 1 verlagerte. Und dadurch ist dieses Projekt für mich frei geworden, vakant geworden und dann sukzessive auf meinen Schreibtisch gewandert. So bin ich ins Wasserbecken geplumpst. Also ich dachte mir, nachdem die Züge erfolgreich fuhren, die Autos, computergesteuert mit Feuerwehreinsätzen, super funktionieren, beides, Autos und Züge, aber ein Problem hat, das sind die Schienen bzw. die Straße, die sie verlassen können, also sie können entgleisen, habe ich mir gedacht, okay, das wird bei den Schiffen einfacher. Die können nicht entgleisen. Die schwimmen einfach von A nach B, das wird durch eine Schraube angetrieben, ich muss ja nur wissen, wo sie sind. Easy. Außerdem braucht das Miniaturwunderland jetzt Schiffe und danach Flugzeuge. Und dann schauen wir mal. Ne? Ich dachte wirklich, es sei ein Kinderspiel. Wir haben angefangen, die Schiffe zu bauen. Ich habe angefangen, die Steuerungssoftware zu machen, um ziemlich schnell festzustellen, also Schiffe fahren, ich habe keinen Bootsführerschein gehabt zu dem Zeitpunkt, Schiffe fahren nicht so, wie ich dachte. Ich dachte einfach, hinten ist eine Schraube und das Ding fährt sauber, super geradeaus. Nix da, eine Schraube schaufelt im Wasser und schaufelt das Schiff eigentlich rum. Und andersrum passiert es, wenn ich rückwärts fahre, genau andersrum. Das heißt, der sogenannte Radeffekt hat mir sofort das Genick gebrochen, weil die Schiffe eigentlich gar nicht richtig geradeaus fahren. Das Zweite war, wie kann der Computer denn das Schiff von A nach B fahren, ohne zu wissen, wo es ist? Da bin ich auch ganz naiv rangegangen. Ich dachte, ich mache einfach mit Kameras Fotos und werte die aus. Und dann merkte ich aber, bei der Deckenhöhe und den ganzen Säulen und der Verwinkelung der Anlage, die sich Gerd da gezaubert hat, brauche ich da ungefähr 40 Kameras. Und das war 2002 noch nicht so einfach, beziehungsweise es war dann 2003 mittlerweile geworden, war es noch nicht so einfach, diese Rechenperformance in den Computern so hinzukriegen und die Hochauflösung einer Digitalkamera dazu auch noch, dass wir diese 40 Bilder idealerweise 10-mal pro Sekunde verarbeiten. Das Ergebnis war, das wird nicht so genau, wie wir uns gewünscht haben und wir kriegen maximal alle 1 bis 2 Sekunden eine saubere Ortung mit den Kameras hin, weil der Rechenalgorithmus so lange braucht, um das alles zu finden. Also sind wir umgeswitcht auf Ultraschall, Laufzeitberechnung eines Tonsignals im Ultraschallbereich, damit es nicht zu hören ist, dann Kreuzpeilung wie beim Radar oder Sonar. Super. Im eckigen Raum unter ganz normalen Laborbedingungen hat das relativ schnell funktioniert. Aber sobald Nebengeräusche kommt, das ist das Knatschen eines Schuhs auf Streusalz, was vielleicht im Winter mit reingetragen wird, das Klingen eines Schlüsselbundes oder allgemein Geräusche, die Menschen machen, nur das Reiben von Textil oder synthetischen Klamotten, erzeugt alles Ultraschallsignale. Das heißt, wir hatten eine Menge an Störungen hier oben und aus diesen Störungen taucht irgendwann unser gewünschtes Signal auf. Es steigt an und je nachdem, ob ich die erste Welle oder die zweite Welle oder die dritte Welle aus dem Chaos entdecke, habe ich 9, 18, 27 oder so weiter Millimeter Fehler. Und hier sieht man nämlich schön, ich stehe ziemlich dicht mal davor, unsere neueste Generation der Sendesatelliten. Über diese Satelliten kriegen die Schiffe genauso wie die Flugzeuge am Flughafen ihre Informationen über Infrarot und werden über ein Infrarot-Ultraschallsystem geortet. Genau damals lag der Fehler oder das Problem in diesen Dingern und in dem Gesamtsystem, dass die Genauigkeit einfach nicht groß genug war, um Anlegemanöver zu fahren. Und wir sind bei der Ortung dabei, das ist unser Schritt 1. Und für die Ortung stelle ich euch noch jemanden vor. Der Mann für alle Fälle, der Mann für einen Fall sozusagen, Christoph. Ich habe nach 2005, wo die Schiffssteuerung gescheitert ist, weit über 1000 E-Mails bekommen. Vielen Dank übrigens dafür. Aber dann kam 2014 eine Mail von Christoph. Die hat es geschafft, mich in den Bann zu ziehen, vor allen Dingen, wenn ich geschaut habe, was er vorher gemacht hat. Dann haben wir uns kurz kennengelernt, du warst hier. Ist ja schon 2 Jahre her, dass wir das angefangen haben und jetzt ist der Endspurt. Du bist wegen der Schiffssteuerung hier. Der Zeitpunkt passte damals eigentlich ganz gut, weil man mit einem externen Partner, mit dem Christoph Jebens von JNTech, ein Kamerasystem, ein Ortungssystem eingekauft hat, das dann auch bei uns installiert wurde. Und ich bin quasi zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme dieses Systems in das Projekt gekommen
und habe dann die ersten Aufnahmen und Messungen und Tests mit diesem neuen Ortungssystem gemacht. Das Thema Schiffssteuerung gliedert sich auf in zwei große Bereiche. Der eine Bereich ist die Ortung der Schiffe, der andere Bereich ist die Steuerung der Schiffe. Zunächst mal wollen wir wissen, wo die kleinen Teilchen sind. Den Bereich haben wir soweit im Griff, dank des Ortungssystems mit den Highspeed-Infrarotkameras, die wir da hereingeholt haben. Wir kriegen da 60 Ortungen pro Sekunde. Das klingt erstmal reichlich viel. Daraus können wir aber einen guten Nutzen ziehen, weil wir die Daten auch glätten können. Wir können Rausreißer rausrechnen. Wir können die einfachsten Algorithmen bringen eigentlich die besten Ergebnisse. Das ist ein gleitender Mittelwert, den wir da berechnen. Und dadurch können wir eine saubere Fahrlinie der Schiffe nachzeichnen. Also das ist ganz wunderbar. Wir wissen jetzt also, wo die kleinen Biester sind. Und der nächste Schritt bestünde jetzt darin, die Software zu schreiben, um die Schiffe zu steuern. Wir haben ähnlich wie in einem echten Hafen verschiedene Terminals. Wir haben das Kreuzfahrtterminal, wir haben Containerterminals. Also jedes Schiff hat schon so eine grobe Destination und da müssen wir die Schiffe jetzt hinbringen. Hinzu kam, dass ich dachte, so ein Schiff dreht sich die Schraube, fährt geradeaus. Pustekuchen, fährt nicht geradeaus. Das heißt, sämtliche Algorithmen waren echt eine große Herausforderung. Zweiter Grund, zu verschieben. Bis zur Eröffnung kriegen wir das nicht fertig, liefern wir nach. Dann kam aber die Idee, die Flugzeuge zu machen. Und der nächste Abschnitt wäre eigentlich prädestiniert, Flugzeuge zum Fliegen zu bringen. Mache ich das mal ein Jährchen und danach mache ich die Schiffe. Und der Flughafen hat aber 5 Jahre gedauert und hat so viel Spaß gebracht und uns aber auch gleichzeitig, also gerade mir als Programmierer, auch so viel Kräfte abverlangt, dass die Schiffe halt nicht parallel weitergemacht werden. Also nie machen wir danach. Dann kam aber die Idee, wir müssen ein eigenes Ticketsystem hier machen, weil das geht so nicht weiter, dass irgendwelche Fremdanbieter uns irgendwie gegen teuren Aufschlag irgendwelche Tickets verkaufen wollen. Das machen wir selber. Hat wieder ein Jahr gedauert, bereue ich nicht, genieße das System heute noch. Ja, aber es geht irgendwie dann so im Kopf rum, will ich jetzt Schiffe machen? Die Idee ist da, das Problem zu lösen, oder eine Formel 1? Ach Mensch, Formel 1 wäre doch cool. Komm, das machen wir erstmal Formel 1. Schiffe machen wir danach. Zwischendurch haben wir die Schiffe tatsächlich sogar mal eingeschoben, weil die Kameratechnik heutzutage besser geworden ist. Wir sind eigentlich startbereit. Wir brauchen, Daniel und ich würden das zusammen machen, etwa 10 Monate volle Konzentration. Dann haben wir hier autonom fahrende Schiffe. Das ist alles gelöst. Nur die 10 Monate sind nicht da. Dann kam jetzt noch die Pandemie und die Formel 1 funktioniert noch nicht. Wir könnten auch das K-System übrigens, das wünsche ich mir seit Jahren, noch mal deutlich verbessern mit automatischen Abstandsregelungen und Überholmanövern und so weiter und so fort. Ja, Schiffe oder so ein ganz neues K-System. Schiffe? Nein, die Schiffe kommen. Die kommen. Es ist zwar der Running Gag seit Jahren, ja, die Schiffssteuerung wird bald kommen. Aber dann hat man ja auch nichts mehr, auf was man sich freuen kann, wenn die Schiffssteuerung jetzt fertig wäre. Und man hat auch nichts mehr, mit dem man mich aufziehen kann. Ja, das mit den Schiffen läuft immer noch nicht, Gerrit, oder? Aber die Schiffe wird es geben. Ich schwöre.